the group meditation that we did. How was that for you? Could you give me some feedback? Ich möchte euch zunächst um Rückmeldung bitten über die Gruppenmeditation, die wir gestern Abend gemacht haben. Wie war das für dich? It was interesting, but I would have liked more time, I guess, with different things, but yeah, it was cool, it was insightful, especially the specific verses we took out and then just thought about it, and then seeing how it fits into the rest of the passage. Yeah, it was impactful for me, especially the verses I read. About strengthen your arms and weak knees, and yeah, your God is coming through for you. Yeah. Stood out to me. Yeah. But I wish there was more time. Yeah. I was already at 9:15, so I was already over time. Lena? Yeah, so what I really liked on it was like the sharing also with each other. So yeah, you hear different revelations from different people, and you can like have part of their revelations and learn from each other. And sometimes like other people see different things, and you would not have seen them. And so that's what I really liked about it. Yeah, I think so much of our Bible reading and Bible study is an individual, private affair. Ich denke, so oft ist unser Bibelstudium etwas, was wir für uns alleine machen, was schon Privatsache ist. Yeah, whereas for the early church, for the most part, it was always together. Hingegen in der frühen Gemeinde das größtenteils immer in Gemeinschaft passierte. First, most people couldn't read, and second, very few people had their own copy of any biblical text. Zunächst mal konnten viele Leute gar nicht lesen und die allerwenigsten hatten ihre eigene Kopie des biblischen Texts. So a Bible reading in the early church was always a community event. Bibellesen in der frühen Gemeinde war also immer ein gemeinschaftliches Ereignis. Was that you, Anna? Yeah, I like the challenge to actually really think about these pictures, think about what they mean. Because so often, and also I mean we didn't have so much time, like when we were just reading, you read through it and it all sounds so nice and you kind of think you know what it means, but then to actually, okay, what does it mean now? And how do the verses connect? Like when you said, this verse is actually giving a reason for why that happened, what was in the verse before that. Like to see these connections also in this Abschnitt. Paragraph? Passage. Or paragraph. Yeah, passage. Yeah. I'm sad I missed it. It was a blessed Bible study, so all people are participate and put their thoughts and also viewing and giving the summary. That was very interesting, and also whole participation, whole community into meditating together. And also is kind of Eastern Church used to do it, read together in a community. So that's actually it is good. Yeah. Could also be something for a student devotion, possibly. If you don't have any idea what you want to do, should do something along those lines. Thursdays. On Thursday mornings. Yeah, Thursday mornings. Actually, we done it last school. I think it's a relatively simple thing to do with almost any Bible passage. Ich glaube, es ist was relativ Einfaches, was man praktisch mit jeder Bibelstelle machen kann. Sometimes you get some challenging responses.
Manchmal bekommt man vielleicht unerwartete oder herausfordernde Reaktionen. But it's, I think it's exciting for people to, because others share, they begin to see things in the Bible passage that they wouldn't have seen by themselves. Ich glaube, das begeistert viele Leute, wenn sie hören, was andere so mitzuteilen haben, weil ihnen das Dinge aufzeigt in dieser Bibelstelle, die sie selbst gar nicht gesehen haben. Now, I don't know if you noticed this or realized this, Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, but in the end I was gently pushing us into a particular way of reading this or even interpreting this. am Ende habe ich uns so hingelenkt, dass wir auf eine ganz bestimmte Weise gelesen oder ausgelegt haben. I think there's a strong tendency to read such passages as well. That's about the future. Ich denke, wir haben eine starke Tendenz dahin, dass wir so Dinge stark im Licht der Zukunft betrachten. And that's what comes after the second coming. Dass wir denken, ja, das beschreibt alles, was nach der Wiederkehr Jesu passiert. Well, someone used the term the Messianic kingdom. Jemand hat diesen Terminus, den Begriff, das messianische Königreich benutzt. Now, if that's what it's about, that's where the benefit is that it gives us hope for the ultimate future. Wenn es davon handelt, dann hat das den Vorteil, dass es uns Hoffnung gibt für diese endgültige Zukunft. But beyond that, it doesn't have all that much to do with my daily living. Darüber hinaus hat es aber dann vielleicht gar nicht so viel zu tun mit meinem heutigen Alltag. But in that moment, when I can see, well, this is actually the gospel, it's no longer only a future reality, it becomes a present reality. In dem Moment, wo ich aber begreife, das ist das Evangelium, es ist nicht nur eine zukünftige Realität, sondern eine heutige Realität. We didn't have time for this last night, but once I begin to see that some things in this passage appear in the New Testament as fulfilled, as happening. Gestern hatten wir nicht so viel Zeit dafür, aber wenn ich begreife, dass manche Dinge aus dieser Textstelle im Neuen Testament als erfüllt betrachtet werden, like the way, zum Beispiel der Weg, or the blind seeing, oder dass die Blinden sehen werden, and then that pulls this passage from the distant future, at least in part, into the present and therefore into our experience. This has something to do with us. zieht es diesen Bibeltext aus der entfernten Zukunft in unsere heutige Realität, in unsere heutige Erfahrung. Das hat dann was mit uns zu tun. And that's, I think that's the way these passages like these are taken in the New Testament. Ich glaube, dass solche Textstellen wie diese so im Neuen Testament betrachtet werden. Because if this is indeed the Messianic kingdom, Wenn das tatsächlich das messianische Reich ist, and then Jesus comes and says, the kingdom is at hand, und Jesus kommt und sagt, das Königreich ist nahe, in fact it's in your midst, und es besteht schon unter euch, then that means that the Messianic kingdom and its promises are no longer merely in the future, they are invading the present. dann bedeutet das, dass das messianische Königreich und seine Verheißung nicht nur in der Zukunft liegt, sondern dass es schon hineinbricht
in die Gegenwart. That's how the early Christians were reading Isaiah's prophecies. So haben die ersten Christen Jesajas Prophezeiungen verstanden. And that's another example when Paul says, Galatians, you are a new creation. Ein weiteres Beispiel dafür ist, wo Paulus den Galatern schreibt, ihr seid die neue Schöpfung. Actually, I think it's in 1 Corinthians, but he writes it. So, when Paul writes, you are a new creation, it's also reaching back to Isaiah. Ich denke vielleicht eher an die Korinther, dass er das in 1. Korinther geschrieben hat. Jedenfalls hat er geschrieben, ihr seid die neue Schöpfung. Und damit greift er auch zurück auf Jesaja. That incredible transformation of a fallen creation, renewal of creation. Diese unglaubliche Verwandlung der zerfallenen Schöpfung in eine erneuerte Schöpfung. Of course, much of that we don't see. That's not happening yet. Vieles davon sehen wir natürlich noch nicht, das passiert noch nicht zur Zeit. But in that hidden inner form, that is what's happening. Aber in dieser versteckten, in dieser innerlichen Form ist es schon genau das, was schon jetzt passiert. And so then passages like Isaiah 35 become a resource for us to understand the kind of life that's accessible even now. Und so eine Bibelstelle wie Jesaja 35 wird für uns dann zu einem Schatz, auf den wir schon jetzt zugreifen können, sogar in der Gegenwart. Now, theologians use the phrase already and not yet in this context. Theologen benutzen in diesem Zusammenhang den Ausdruck bereits, aber noch nicht jetzt. I don't know if you've heard that phrase, maybe not. I don't see any recognition in your eyes. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr diesen Ausdruck schon mal gehört habt. Ich finde, die deutsche Übersetzung fällt jetzt auch nicht so gut. Already, but not yet. Bereit, schon da, schon jetzt, aber noch schon nicht. jetzt und noch nicht. Schon jetzt und noch nicht, glaube ich. Yeah. Already and not yet. It's an attempt to catch this tension. Damit wird versucht, diese Spannung zu beschreiben. Jesus comes and here is the kingdom of God. Jesus kommt und das Königreich Gottes ist da. And to a certain extent, the Old Testament promise starts being fulfilled. Bis zu einem bestimmten Punkt wird damit schon die Verheißung aus dem Alten Testament erfüllt. There's new life. Es gibt neues Leben. The Spirit is poured out. Der Heilige Geist ist ausgegossen. There's a measure of healing. Es gibt auch schon einen gewissen Grad der Heilung. But it's incomplete. Aber das Ganze ist auch noch nicht vollständig. By and large, the outward, visible world hasn't really changed yet. Größtenteils hat sich die äußere, die sichtbare Welt nicht verändert. And so in some ways, the kingdom rule of God is already there, manifesting itself. Auf manche Weise ist also das königliche Reich Gottes schon hier und zeigt sich schon. But in some other ways, it's not yet here. It's something we still wait for. Auf andere Weise ist es aber noch nicht hier und es ist noch etwas, auf das wir warten. So it's an intermediate time. Wir sind in so einer Zwischenzeit, where the new reality, the new creation has already been established, at least in our hearts. wo die neue Realität, die neue Schöpfung schon in unseren Herzen etabliert wurde, Where salvation is happening in the present. die Errettung passiert schon in der Gegenwart. And yet there are other aspects of it that are not happening or are very incomplete. Zugleich gibt es noch andere Aspekte davon, die noch nicht passieren oder die noch sehr unvollständig sind. We still die. Wir
sterben weiterhin. So the old age is not yet gone, but the new age definitely has begun. Yeah. Das neue Zeitalter ist noch nicht ganz vorbei, aber das neue Zeitalter ist schon angebrochen. And that's what the phrase tries to capture, already and not yet. Dieser Ausdruck schon, aber noch nicht versucht, das zu beschreiben. And it means that these Old Testament promises on God's ultimate future have at least a partial fulfillment in the present. Das heißt, dass diese alttestamentlichen Verheißungen über Gottes endgültige Zukunft zumindest schon eine teilweise Erfüllung in der Gegenwart beinhalten. And that makes them relevant and not just a look into the distant future. Das macht sie schon heute relevant, nicht nur als Blick in die entfernte Zukunft. Bidu, did you want to respond? Yeah. When I was also meditating during that time, I also got an impression about another passage of Isaiah connected to that. That's actually that second dimension. The first dimension relevant to restoration of Israel back, the exile back. The second dimension, what you said, is that Isaiah chapter 53:2. Isaiah portray another poetry. 2 is like this, talking about a Messiah, that's about a Jesus. For he grown up before like a young plant and like a root out of dry ground. It is actually kind of picture in the same picture. Is talking about Jesus and how things are changed in the new beginning, changed with the Jesus and opening up the second dimension. What you said is started, but it not at culmination. So it's already started. Present is there, the kingdom of God and whole aspect, restoring aspect. But in the physical aspect or more, we will see in the future.